Unsere Reise Richtung Österreich geht weiter. Unser nächster Etappenplatz liegt kurz vor Nürnberg, ein neuer Campingplatz. Und den möchte ich euch in diesem Video vorstellen. Herzlich willkommen dazu. Wie ich schon im ersten Video gesagt habe, sind wir auf der Reise in Richtung Österreich, lassen uns aber Zeit und machen noch einige Stationen hier in Deutschland. Wir fahren jetzt hier auf der A73 und verlassen bei der Abfahrt Forchheim die Autobahn. Das ist kurz vor Erlangen. Wir haben diesen Campingplatz online gebucht, was wir bisher selten gemacht haben, machen wir nicht so gerne, aber hier und da muss man das wahrscheinlich und muss sich daran gewöhnen. Der Campingplatz ist nur wenige Kilometer von der Autobahn entfernt. Wir durchfahren jetzt den Ort Heroldsbach. Von hier aus ist jetzt nur noch eine kurze Strecke bis zum Campingplatz. Hier an der Kreuzung ist der Campingplatz schon ausgeschildert. Es handelt sich um den Camping- oder Glamping Schloss Thurn. Hier auf dem weißen Hinweisschild sieht man, das handelt sich mal um einen Freizeitpark und auch um einen Campingplatz. Der Campingplatz ist seit einigen Wochen geöffnet, ist also relativ neu. Jetzt kann es nicht mehr weit sein. Wir sehen jetzt auf der linken Seite die ersten Hinweisschilder zum Freizeitpark. Auf der rechten Seite kommen gleich Parkplätze. Das sind Parkplätze für den Freizeitpark. Wir müssen noch weiterfahren. Wir haben vom Campingplatz die Koordinaten bekommen, um die richtige Zufahrt zu finden. Es gibt auf der linken Seite jetzt auch einige kleine Hinweisschilder zum Campingplatz. Habe inzwischen erfahren, dass diese noch ausgetauscht werden und vergrößert werden, so dass man den Platz oder die Zufahrt dann besser findet. Hier waren wir uns nicht ganz sicher, ob wir hier links abbiegen müssen, aber das ist richtig, wir müssen hier links abbiegen. Wir haben dann auch das kleine Schild, was darauf hinweist, gesehen. Und jetzt sehen wir auch oben einen Willkommen-Banner. Wir müssen jetzt noch einige hundert Meter fahren und kommen dann zur Zufahrt oder Einfahrt des Campingplatzes. Wir kommen hier kurz nach 15 Uhr an. Das sollte man wissen, die Rezeption ist hier von 12 bis 15 Uhr geschlossen. Man kann dann zwar einchecken, aber nur an einem Automaten. Wir mussten etwas warten, denn vor uns checkten noch einige andere Camper ein, aber es dauerte nicht lange und wir waren auch dran. Links und rechts neben dem Eingang der Rezeption befinden sich jeweils ein Automat. Dort kann man einchecken, wenn man außerhalb der Geschäftszeiten kommt. In der Rezeption wurden wir freundlich empfangen. 2 junge Leute waren dort. Die habe ich gleich befragt, ob ich Aufnahmen machen darf. Hallo ihr beiden, ihr seid hier zuständig in der Rezeption? Ja. Genau. Ja, und ihr habt jetzt neu aufgemacht hier den Platz. 4 Wochen. Seit 4 Wochen habt ihr Genau, auf. Ja. ganz frisch. Und habt schon Zuspruch, habe ich gesehen, sind einige angefahren. Ja, das stimmt. Genau. Okay, ja, und die Rezeption, habe ich gelesen, ist ja nicht den ganzen Tag besetzt, ja. Sondern wann kann man euch hier antreffen? Von 9 bis 12 ja. Und von 15 bis 18 Uhr. Wunderbar, ja. Dann wollen wir mal schauen, was uns hier so erwartet. Genau. Und den Platz mal genießen. Super. Danke euch beiden. Gerne. Da wir ja online gebucht hatten, war das Einchecken in wenigen Minuten erledigt. Es gibt hier 2 Kategorien von Plätzen, einmal Komfortplätze oder Exklusivplätze. Wir haben uns für einen Komfortplatz entschieden, dafür zahlen wir für 2 Tage 56,50 Euro. Der Exklusivplatz hätte 8 Euro pro Tag mehr gekostet. Die Details dazu erkläre ich später noch. In der Rezeption hatte man uns auf dem Plan die Plätze gekennzeichnet, die wir nutzen können als Komfortplätze. Dann haben wir noch diese Karte bekommen, die braucht man, um den Platz zu befahren. Damit öffnet man die Schranke. Auf diese Karte kann man auch Geld aufbuchen und dann zum Beispiel, wenn man Wasser braucht, Wasser tanken damit. Also das muss hier bezahlt werden, aber auch das werde ich später noch genau zeigen.
Das hatte man uns an der Rezeption noch erzählt. Alles ist hier bargeldlos, also man braucht hier eine Kreditkarte oder natürlich kann man auch mit dem Handy Geld auf gewisse Dinge aufbuchen bzw. auf die Karte aufbuchen. An der Zufahrt ist die End- und Versorgung. Es gibt hier 2 Stationen, also 2 Fahrzeuge können gleichzeitig Ver- und Entsorgen. Für die Kassettenentleerung gibt es hier diese Station Camper Clean. Das Ganze ist natürlich kostenpflichtig. Bezahlt werden kann hier eben auch wieder nur mit dieser Karte, die man bei der Einfahrt bekommen hat. Man sieht, es gibt viele freie Plätze. Ganz klar, der Platz hat erst wenige Wochen geöffnet. Da muss er erstmal bekannt werden, damit es sich hier noch weiter füllt. Wir haben hier in der Mitte uns einen Platz ausgesucht, eine Komfortparzelle mit einer Größe von ca. 70 Quadratmetern. Sie ist in etwa 9 Meter tief und 7,50 Meter breit. Die Komfortplätze haben eine Größe von 65 bis 90 Quadratmetern. Die Exklusivplätze haben eine Größe von 90 bis 120 Quadratmetern. Auf der Internetseite vom Campingplatz findet man eine Übersicht, was wie viel genau kostet. Das sind Eröffnungspreise, die können sich natürlich noch in nächster Zeit verändern. Bei unserem Platz ist die Toilettennutzung enthalten in der Gebühr. Wenn wir jetzt duschen wollten hier, dann müssten wir auf die Karte Geld aufbuchen, dann könnten wir auch die Duschen benutzen. Aber wir haben ja unsere eigene Dusche im Wohnmobil, daher brauchen wir das nicht. Im Exklusivbereich ist ja die Dusche enthalten in der Platzgebühr. Dazu braucht man dann eine andere Karte, um die Dusche dann freizuschalten. Es gibt mehrere Sanitärgebäude auf diesem Platz, sehen aber alle ähnlich aus wie dieses. Wer wie wir den Komfortplatz gebucht hat, der kann natürlich auf seine Karte einen Geldbetrag aufladen, hier an der Rezeption, an einem Automaten und kann dann auch die Duschen nutzen. Man kann hier Geldbeträge ab 1 Euro aufladen. Was man nachher nicht verbraucht hat, wird wieder zurückgebucht auf die Karte bzw. bekommt man wieder zurück auf sein Konto. Ein Blick in die Dusche, man hält die Karte hier ans Lesegerät und dann kann man duschen. Je nachdem wie lange man duscht, entsprechend ist der Preis. Auch wenn man Strom braucht, muss man seine Karte aufgeladen haben und kann dann die entsprechende den entsprechenden Anschluss freischalten. Der Campingplatz ist natürlich für alle interessant, die den Erlebnispark hier besuchen wollen, die vielleicht auch mit Kindern kommen. Die sind hier natürlich genau richtig. Wer jetzt kein eigenes Wohnmobil, Wohnwagen oder Zelt hat, der kann sich hier auch eine Safari-Lodges mieten. Gibt es in verschiedenen Größen und ist natürlich auch interessant für Kinder sowas. Wie es immer bei neuen Plätzen ist, da fehlt das Grün noch etwas, die Bäume müssen noch ein bisschen wachsen, dann wirkt der Platz schon ganz anders. Vom Campingplatz gibt es einen direkten Zugang zum Erlebnispark. Da wird um 18 Uhr wird das Tor hier geöffnet, dann kann man kostenlos in den Erlebnispark, der dann natürlich nicht mehr in Betrieb ist. Es gibt hier eine Westernstadt in diesem Park, dort sind wir hingegangen, ganz einfach deshalb, weil man dort auch am Abend noch was essen kann. Er hat mir gerade erzählt, er leitet meine Nachrichten alle weiter, aber jetzt ist Feierabend. Hey Cowboys, denkt immer an die 3 goldenen Wild West Regeln. Erstens, haltet immer dein gegebene Versprechen. Zweitens, ein Gentleman beleidigt niemanden absichtlich. Und drittens, suche keinen Streit. Aber wenn du einen Kampf verwickelt bist, musst du unbedingt versuchen, ihn zu gewinnen. Ist egal. Hier im Saloon kann man am Abend noch was essen. Es sind einfache Gerichte
Und da ist alles Selbstbedienung. So bestellt man hier was und bekommt eine Karte. Die kann man mit nach draußen nehmen, also digital. Dann wird man informiert, wenn das Essen fertig ist und man kann es sich dann rausholen. Natürlich kann man ja auch im Innenbereich essen. Gut. Wir gehen raus, ne? Ja. Rita hat sich einen Schnitzel mit Pommes bestellt und ich habe mir eine Currywurst mit Pommes bestellt. Essen wir nicht so oft, hat uns aber gut geschmeckt. Der Erlebnispark bietet ja mehr als nur diese Westernstadt. Wer alles mal richtig erleben möchte, der muss hier am Tage reingehen. Dann kann er das Ganze hier genießen. Gleich, wa? Nee. Jetzt am Abend war hier nur noch wenig Betrieb. Und so haben wir noch einen kleinen Rundgang durch die Westernstadt gemacht, sind dann aber wieder zurück zu unserem Platz gegangen. Jetzt noch etwas Werbung in eigener Sache. Es gibt ja die Hako-App. Dort findet ihr alle Videos, die ich jemals veröffentlicht habe. Und es gibt auch die Stellplatzkarte. Dort findet ihr alle Plätze, die ich vorgestellt habe im Laufe der Jahre. Vielleicht für alle interessant, die wieder demnächst Richtung Spanien fahren, können damit ihre Route und die Plätze Richtung Spanien planen. Am nächsten Tag sind wir dann mit den Fahrrädern gestartet und zwar ist der Main-Donau-Kanal nicht weit entfernt von diesem Campingplatz, also ohne weiteres mit dem Fahrrad zu erreichen. Ich glaube, es sind vielleicht 3, vielleicht 4 Kilometer und dort gibt es einen schönen Radweg entlang des Kanals und dort sind wir hingefahren. Dabei sind wir vorbeigekommen beim Eingang des Erlebnisparkes und haben uns da so ein bisschen umgesehen und festgestellt, oder das habe ich nachher im Internet gesehen, es gibt Angebote, das heißt, man kann hier ein Tagesticket in Verbindung mit dem Campingplatz kaufen und ist dann etwas preiswerter, als wenn man es einzeln kauft. Auch nicht weit entfernt ist ein Supermarkt, sehen wir hier auf der linken Seite, vielleicht 2-3 Kilometer vom Campingplatz entfernt. Wir sind einige Kilometer am Kanal entlang gefahren und dann ging es wieder zurück zum Campingplatz. Und jetzt muss ich noch eine Sache zeigen, die findet man nicht auf allen Campingplätzen oder eher selten auf Campingplätzen. Und da gibt es jetzt ein paar Bilder. Und zwar geht es um eingezäunte Plätze, speziell für Camper mit Hunden. Da gibt es auf diesem Platz die Möglichkeit, sich so eine Parzelle hier anzubieten. Und dann gibt es noch einen Bereich, dort ist ein eingezäuntes Gelände und hier kann man den Hund frei laufen lassen. Ansonsten muss der Hund auf dem Platz angeleint sein. Der gesamte Betrieb hier auf dem Platz ist ja bargeldlos. So hat es mich mal interessiert, wie das so Ganze so funktioniert und habe einen anderen Camper dabei beobachtet. Jetzt gibst du deine Karte zurück und bezahlst oder? Und jetzt hast du das Geld wieder von der Karte zurückgekriegt? Genau. Und die 5 Euro? 5 Euro. Ja, okay, wunderbar. Danke dir. Jetzt wussten wir auch, wie es geht, wenn man sowas mal gezeigt bekommt. Ist aber auch alles kein Problem. War einfach. Wichtig ist, wenn man jetzt rausfährt, wir verlassen jetzt den Platz, dann muss man vorher alles erledigen. Wenn man zum Beispiel ein Wasser tanken will, wie wir, dann braucht man noch seine Karte. Dort hat man dann Geld aufgebucht, um dann Wasser zu tanken. Erst wenn man rausgefahren ist, kann man seine Karte zurückgeben und das Geld oder der Betrag, der noch auf der Karte ist, den kann man dann zurückbuchen über sein Handy oder über seine Visa oder Mastercard. Wenn man wie wir Wasser tanken möchte, dann muss man Geld auf seine Karte aufgebucht haben. Ich hatte 5 Euro hier aufgebucht. Dann geht man an den Terminal, schließt dort seinen Schlauch an und hält die Karte davor. Dann wird 1 Euro abgebucht und für diesen 1 Euro bekommt man dann Wasser. Ich weiß es nicht mehr genau, vielleicht waren es 3 Minuten Wasser.
Und wenn das nicht reicht, muss man einen weiteren Euro freigeben oder die Karte wieder davor halten. Sollte dann zwischenzeitlich gestoppt werden, kann man den Restbetrag wieder zurück auf die Karte buchen. Wie schon gesagt, beim Rausfahren benötigt man wieder die Karte. Einfach davor halten bei diesem Terminal. Schranke öffnet sich und man kann rausfahren bzw. den Platz verlassen. Jetzt sind wir außerhalb vom Campingplatz und parken und geben unsere Karte am Automaten zurück. Abreise muss man jetzt ticken. Abreise müssen wir die Karte einführen. Zack, hat er genommen. Guthaben, also Guthaben ist 7,71 Euro. Weiter. Bitte die Karte einstecken. Und da machen wir das so. Im Handy hat er erkannt. So, jetzt haben wir unser Geld wieder bekommen. Jetzt kommt wahrscheinlich noch eine Quittung. Ja, die Karte behält er natürlich ein. Alles super gelaufen, hat alles funktioniert. Wunderbar, jetzt geht's weiter. Das soll es mal wieder gewesen sein. Das war mein Bericht über den Glampingpark Schloss Thurn in der Nähe von Forchheim. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.